Die Ausstellung William Blakes Universum widmet sich dem wirklich sehr exzentrischen und einzigartigen künstlerischen Werk des Engländers William Blake. William Blake war Zeichner, Dichter und vor allem war Druckgrafiker. William Blake war vor allem bekannt für seine starke Vorstellungskraft und für seine visionären Werke. Er wurde 1757 in London geboren und hat die Insel Großbritannien nie verlassen. Doch gehen seine Werke so weit darüber hinaus. Wir haben 90 Werke hier in der Ausstellung, die wir präsentieren. Das Besondere der Ausstellung ist aber, dass in 3 Kapiteln versucht wird, ihn in Beziehung zu setzen zu seinen Zeitgenossen in England, wie den befreundeten Heinrich Füssli, John Flaxman, James Barrie. Es geht eben darum, so einen gewissen Zeitgeist darzustellen, der sich parallel in England und in Europa entwickelt, nämlich ein Geist der Romantik. In Deutschland sind das natürlich dann die beiden Hauptexponenten Philipp Otto Runge und Caspar David Friedrich. Im ersten Kapitel, die Vergangenheit, handelt es sich darum, dass wir zeigen, wie die Künstler die Antike studiert haben, um sich dann aber im Nachhinein bewusst auch von dieser akademischen Schulung und der Antike abzusetzen in ihrem Werk, weil sie eben was Neues entwickeln wollen. Zur Ausbildung ging Blake erst auf eine Zeichenschule und später in eine 7-jährige Lehre zu einem Kupferstecher. Dort lernte er das Kopieren von Kunst. Er fertigte Kopien für Bücher an. Den Beruf übte er sein ganzes Leben aus. Die eigentliche Kunst war die freie Kunst, die sich nur leisten konnte, wenn er diesen recht harten Brotjob machen konnte. Später ging er zur Ausbildung auf die Royal Academy, blieb dort aber nur relativ kurz. Blake malte nicht nach der Natur, sondern aus reiner Vorstellungskraft. Es war nicht immer anatomisch korrekt und Blakes Bilder entsprachen damit einfach überhaupt nicht dem Mainstream. Er eckte an. Die erste eigene Arbeit, die zeigt im Prinzip erstmal einen alten Mann. Diesen alten Mann, den kopierte Blake von Nicolas Béatrizet, der im 16. Jahrhundert Michelangelo kopierte. Blake kopierte die Arbeit aber nicht nur, er veränderte sie auch, er schmückte sie aus. Also er gab diesem alten Mann, der bei Michelangelo noch geschlossene Augen hatte, dem öffnete er die Augen. Er gab dem Mann einen Namen, Josef von Arimathea. Das gilt in Blakes Welt als die Person, die das Christentum nach England brachte. Er versetzte die Figur, die bei Béatrizet auf einem leeren Blatt erscheint, in eine Kulisse, in eine Landschaft aus Felsen und Meer. Blakes erste eigene Arbeit ist also Kopie und Erfindung zugleich. Blake war zuerst vor allem ein Mann der Vergangenheit, hat sich aber in seinen späteren Lebensjahren auch mit den Revolutionen in Amerika, in Haiti und in Frankreich auseinandergesetzt. Im zweiten Teil Europa in Flammen geht es um die Zeitgeschichte. Blake war ein großer Freigeist, neigte sehr zu den Ideen der Französischen Revolution, aber das war natürlich für ihn schwierig und führte natürlich in England, das im Krieg lag, mit den Franzosen zu großen Verwerfungen und hat immer dazu geführt, dass sein Werk nicht wirklich anerkannt wurde. Eine andere herausragende Arbeit in dieser Ausstellung heißt America, a Prophecy, ein Gedicht, das er und Catherine, seine Frau, illustrierten. Es besteht also aus Bild und Text und aus vielen einzelnen Seiten, die Blake später selber als Buch binden ließ und veröffentlichte und verkaufte. Er hat eben auch als Dichter gearbeitet und die bildnerische Arbeit mit der Dichtkunst in dieser Arbeit verwoben. Damit das funktionierte, erfand Blake eine eigene Drucktechnik, das ist die sogenannte Reliefradierung. In America, a Prophecy greift Blake die amerikanische Revolution auf. Blake arbeitet also sehr stark mit der Gegenwart und stellt die amerikanische Revolution mit einer ganz eigenen Mythologie als einen Kampf zwischen 2 Figuren dar. Diese 2 Figuren heißen Urizen und Orc. Urizen steht für die alte Ordnung. Urizen ist das Gesetz, die Vernunft und erinnert an Gott. Das ist ikonologisch echt interessant. Die andere Figur, Orc, steht für Freiheit, für Rebellion und letztendlich für die Revolution. Diese Gedanken und Figuren tauchen immer wieder hier in der Ausstellung auf. Was in Europe, a Prophecy total interessant ist, dass Blake nicht nur beschreibt, wie Orc letztendlich auch die Revolution nach Frankreich bringt, sondern er beschreibt vor allem auch das prärevolutionäre England. Er ist ein Unterstützer dieser Revolution, er träumt von der Revolution im eigenen Land, um die Gesellschaft letztendlich grundlegend zu reformieren. Die dritte Abteilung heißt
geistige Erneuerung, das ist die Zukunft. Da geht es einerseits darum, dass Blake sich durchaus traditionellen Themen wie Bibelillustrationen gewidmet hat, aber seine Bilder eben wirklich ganz, ganz ungewöhnlich sind und bis auch ins 20. und 21. Jahrhundert in die Popkultur gewirkt haben. Insbesondere für Blakes unabhängiges Werk entfaltet er eine besondere mythologische Motivwelt mit vielen verschiedenen Figuren. Und diese orientieren sich an der christlichen Ikonografie, aber auch an der griechischen und römischen Mythologie. Einen Höhepunkt in seinem prophetischen Werk bildet auch die Serie Jerusalem, The Emanation of the Giant Albion. Im Unterschied zu Europe und America wird eigentlich die Vision von Blake der geistigen Erneuerung im Menschen auf eine allgemeinere Ebene gehoben. Da gibt es auch zwei zentrale Figuren aus Blakes Mythologie, Jerusalem und Albion. Und besonders Albion nimmt eine zentrale Rolle in Blakes Werk ein. Er verkörpert nämlich die Menschheit im Allgemeinen. Jerusalem und Albion werden zu Beginn der Serie getrennt. Das bedeutet eigentlich den Fall der Menschheit. Die Serie beginnt mit der Trennung dieser beiden Figuren und endet mit der Vereinigung. Und die Vereinigung dieser beiden in der Befreiung und der Erlösung der Menschheit ist der Höhepunkt in Blakes prophetischer Vision der geistigen Erlösung. Erreicht wird diese Erlösung, diese geistige Erneuerung durch eine bestimmte Figur in dem Werk, nämlich durch Los. Und Los ist der Prophet, der Schmied, der in Blakes Mythologie für die Imagination im Menschen steht. Für eine neue Welt, die nicht allein auf Rationalismus, auf Empirismus und Materialismus aufgebaut ist, sondern darüber hinausgeht und diese spirituelle Ebene mit in die Welt hineinbringt und damit die Vorstellungskraft und die Imagination zentral für diese neue Welt ist, die sich von einer geistigen Beschränktheit des Materialismus und Empirismus jetzt befreit hat. Ich glaube, dass viele BesucherInnen sich in vielen Figuren dieser Serie wiederfinden können und dass auch die gegenwärtige Welt sich in dieser Arbeit irgendwie widerspiegeln kann. Was Blake wirklich revolutionär gemacht hat, ist, sich von allen gängigen zeitgeistigen Idealen seiner Zeit zu verabschieden. Und das gilt im Prinzip auch für Runge und für Friedrich. Alle drei haben auf ihre Art versucht, die religiöse Kunst, die damals ja noch wahnsinnig bestimmt war, zu reformieren und zu revolutionieren. Und alle drei haben das auf eine ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise auch geschafft. Alle drei sahen in ihrer Kunst die Erlösung für die Probleme der Gegenwart. Wenn man sich die jetzige aktuelle Zeitgeschichte anschaut, Europa und Amerika ist ja auch gerade in einer gewissen Zeitenwende. Das ist das, was Blake, Runge und Friedrich um 1800 eben auch erlebt haben, so eine Umbruchsepoche.